Ein Tag im Leben von Markus, dem Supermarktverkäufer. Mein Name ist Markus und ich arbeite in einem großen Supermarkt in der Stadt. Mein Tag beginnt sehr früh. Um 5:30 klingelt mein Wecker. Es ist noch dunkel draußen, aber ich muss aufstehen. Ich gehe ins Badezimmer, dusche und ziehe meine Arbeitskleidung an. Ein rotes T-Shirt mit dem Logo des Supermarktes und eine bequeme schwarze Hose. Danach trinke ich schnell einen Kaffee und esse ein Brötchen. Um 6:15 Uhr verlasse ich das Haus und fahre mit dem Bus zur Arbeit. Um 6:45 Uhr komme ich im Supermarkt an. Zuerst gehe ich in den Pausenraum, um meine Jacke aufzuhängen und meine Kollegen zu begrüßen. Meine Kollegin Anna ist schon da. »Guten Morgen, Markus«, sagt sie. »Guten Morgen, Anna. Bist du bereit für einen langen Tag?«, frage ich. Wir lachen. Meine erste Aufgabe ist es, die Obst- und Gemüseabteilung vorzubereiten. Ich kontrolliere die Qualität von Äpfeln, Bananen und Tomaten. Was nicht mehr frisch ist, muss weg. Dann bringe ich neue Kisten mit frischem Salat und Paprika aus dem Lager und fülle die Regale auf. Alles muss schön und ordentlich aussehen, damit die Kunden gerne einkaufen. Um 8 Uhr öffnet der Supermarkt. Die ersten Kunden kommen herein. Meistens sind das ältere Menschen oder Leute, die vor der Arbeit schnell etwas brauchen. Ich gehe jetzt an die Kasse. Das ist mein Hauptjob für die nächsten Stunden. »Guten Morgen«, sage ich zu jedem Kunden. Ich scanne die Produkte. Milch, Brot, Käse, Wurst. »Haben Sie eine Kundenkarte?«, frage ich oft. Mit Karte oder bar ist eine andere wichtige Frage. Die Arbeit an der Kasse ist manchmal stressig, besonders wenn viele Leute warten. Man muss schnell sein, aber auch immer freundlich bleiben und auf das richtige Wechselgeld achten. Ich mag es, mit den Leuten zu sprechen. Manche Kunden kenne ich schon. Wir reden kurz über das Wetter oder die Familie. Das macht die Arbeit schöner. Um 12 Uhr habe ich Mittagspause. Ich gehe mit Anna in den Pausenraum. Ich esse mein Sandwich, das ich von zu Hause mitgebracht habe, und trinke eine Cola. Wir sprechen über unsere Pläne für das Wochenende. Es ist schön, eine Pause zu haben und sich zu entspannen. Nach der Pause muss ich Regale auffüllen. Heute ist die Abteilung für Nudeln und Reis dran. Ich nehme einen großen Wagen aus dem Lager und packe die leeren Plätze im Regal wieder voll. Manchmal fragt mich ein Kunde, wo er etwas finden kann. »Entschuldigen, wo finde ich das Olivenöl?«, fragt eine Frau. Ich zeige ihr den Weg. Den Kunden zu helfen ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Der Nachmittag vergeht schnell. Es kommen immer mehr Kunden. Um 15:15 Uhr ist meine Schicht zu Ende. Ich zähle das Geld in meiner Kasse und gebe es bei meinem Chef ab. Alles stimmt. Ich ziehe meine Jacke an, verabschiede mich von meinen Kollegen und verlasse den Supermarkt. Ich fahre wieder mit dem Bus nach Hause. Ich bin müde, aber zufrieden. Die Arbeit ist anstrengend, aber ich mag meinen Job. Ich mag den Kontakt mit den Menschen und die Routine. Zu Hause koche ich mir ein leckeres Abendessen und sehe ein bisschen fern. Morgen früh um 5:30 klingelt der Wecker wieder. Ein neuer Tag im Supermarkt wartet auf mich.